frei. Boah. Die Zukunft, die beginnt jetzt. Mit der Marke Knaus verbinde ich in erster Linie Menschen, Mitarbeiter. Die sehr, sehr zielorientiert sind, motiviert sind, einfach was bewegen wollen. Höhen, Tiefen und Wille. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und auch, sage ich mal, mit so der Punkt, warum man gerne hierher kommt. Wenn Sie heute Produktionsanlagen haben, wo Sie Produkte noch drauf bauen können, die Sie auch vor 20 Jahren gebaut haben, dann muss man sich überlegen, ob nicht irgendwo etwas stehen geblieben ist, wo wir einfach diesen entscheidenden Schritt mal weitergehen müssen. Guten Morgen, sind wir bereit zum Aufstieg auf den Berg? Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben den Mut dazu, was Neues zu machen, nach vorne zu gehen und eingetretene Wege zu verlassen. So, das Wasser ist aufgefüllt. Sonst haben wir auch alles dabei. Dann packen wir's. Das größte Problem ist, sich von allem frei zu machen. Das geht nur, wenn man alles und jeden einzelnen Punkt in Frage stellt. In der Vergangenheit war das Denken sehr, sehr viel kurzfristiger und man hat sich immer nur mit dem nächsten Modelljahr beschäftigt. Deswegen waren so manche Innovationen leider keine Innovationen. Weglassen, kleiner werden, reduzieren, all das sind ja keine Lösungen. All das sind nur Probleme, die man vor sich herschiebt, weiterhin vor sich herschiebt. Wir müssen hier in Zukunft uns neu positionieren, um wirklich weiterhin vorne mitspielen zu können. Das waren eigentlich zwei Themen, zwei Punkte, wo so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, wo es eigentlich schon geruckt hat in einem selber auch. Das war zum einen der Caravisio, wo wir einfach Begehrlichkeiten geweckt haben. Mit dem Caravisio wurden viele Dinge völlig einfach in Frage gestellt, auch mal konzeptionell hier völlig eigenständig angegangen. Und bei der Leichtbaustudie haben wir erstmals auf die uns bekannten Materialitäten zugegriffen und im Rahmen dieser Materialitäten plötzlich aus verschiedensten Bereichen Ideen, Ansätze bekommen, die wir gar nicht in der ganzen Vielfalt in der kurzen Zeit verarbeiten konnten. Wenn Sie ein Etappenziel erreicht haben und wenn es gut gelaufen ist, haben sich 3 weitere aufgemacht mit Abzweigungen, die hätten Sie am Anfang des Projektes gar nicht gesehen. Und insofern war natürlich relativ schnell die Entscheidung da, hier das Thema aus der Studie heraus in ein Produkt zu überführen. Was natürlich dann auch immer passiert, und das darf man nicht unterschätzen, auf dem Weg dorthin kommen ja ganz viele Abzweigungen. Und das macht eigentlich die Sache so spannend, weil es ist häufig eben zum frühen Zeitpunkt noch nicht wirklich sicher, wie dann nachher das Ergebnis dann in der Umsetzung dann auch schlussendlich sein wird. Das wird erarbeitet und zwar gemeinsam erarbeitet. Und das ist vor allen Dingen sehr wichtig, dass man unterwegs auch die Bereitschaft in sich trägt, vom Weg auch mal abzugehen, auch wenn es ein Umweg ist. Klar war für uns beim Travelino, was wir wollen. Die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Das heißt, sowohl wo wir gewichtsmäßig hin wollen, als auch was preislich denen vertretbar ist. Ja, warum haben wir den Travelino dann nicht gebracht, so wie er ursprünglich gewesen ist? Der Travelino hat einen wesentlichen Nachteil. Er war in einer gewissen Weise neu und auf eine andere Weise doch konventionell. Und je länger wir darüber nachgedacht haben, umso schneller, umso eher kamen wir zu dem Punkt, wo wir doch uns dann sicher waren, Travelino sollte für uns eigentlich was anderes werden. Ja, die Entscheidung ist damals nicht leicht gefallen, das kann ich sagen. Dieses Projekt
nach Anlauf eigentlich der Marketingmaschinerie zu stoppen. Emotional war diese Zeit persönlich jetzt sehr, sehr schwierig. Oh, diese Emotionen in der Zeit für mich waren Aufs und Abs. Weil man doch auch Persönliches, also einen gewissen Rückschlag empfunden hatte, den es galt auch persönlich zu verarbeiten. Die Geschichte von Knaus ist ja eine Geschichte, die wir hier bei Knaus Tabbert mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Schwierigkeiten, die ein Unternehmen in so langer Zeit, in der wir ja auch schon tätig sind, haben. Und sie hier mit Menschen zusammenarbeiten, die, und das darf ich sagen, sehr verwachsen auch mit dem Unternehmen sind und auch mit dem Herzen verwachsen. Und ich denke, dass diese Historie hier ein Team zusammengeschweißt hat. Und wenn der eine vielleicht ein bisschen gerade einen Durchhänger hat, der andere zieht ihn wieder mit oder der andere fordert ihn. Und damit war es in diesem Team einfach auch so eine Situation zu meistern. Das muss auch reichen für heute. Bitte. Komm, das war jetzt bis jetzt ein harter Weg. Aber das letzte Stück, das machen wir jetzt auch noch. Immer mit dem Wissen, welche Menschen und Personen sie um sich herum haben, wissen sie auch, wie stark und kräftig sie sind. Und da wusste ich, wir hatten ja mit dem Trevellino, mit dem ersten, noch gar nicht wirklich angefangen. Wir hatten diesen Willen, den ich zu Anfang ja für Knaus Tabbert mal so ein bisschen umschrieben habe, noch gar nicht freigelassen. Wir haben den Gipfel im Blick. Wir wollen noch nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Das bringen wir jetzt zu Ende. Nee, für heute ist genug. Ach, das ist doch nicht unsere Art. Auf geht's, das packen wir. Der Trevellino 2.0 für mich persönlich bedeutet Aufbruch. Das lässt sich eben nur dann verwirklichen, wenn wir hier all das, was wir heute als Gesetz sehen, in Frage stellen dürfen. Und genau das war auch der Fall.